Über das Thema Drogenkriminalität will ich sprechen. Ralf Michelberger ist mir jetzt zugeschaltet, der ehemalige Präsident des LKA Baden-Württemberg. Ich grüße Sie, Herr Michelberger. Guten Morgen. Also der Konsum, der steigt und auch offenbar ja die Verfügbarkeit von illegalen Drogen in Deutschland. Der Bundesdrogenbeauftragte, der sagt nun, wir müssen besser werden bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität und des illegalen Drogenhandels. Warum ist das gerade so schwierig? Also ist da wie bei vielem sind es multikausale Ursachen. Die Kokainproduktion in Südamerika hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, von 1000 Tonnen im Jahr auf 2000 Tonnen pro Jahr. 60% ungefähr davon gehen nach Europa. Deutschland ist da ein wesentlicher Markt auch für den Kokainkonsum und natürlich für den Kokainabsatz. Die EU geht davon aus, dass in Deutschland äh, circa 30 Milliarden Euro, nicht in Deutschland, Verzeihung, in Europa, circa 30 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt werden durch illegale Drogen. Also enorme Zahlen, enorme Ausbreitung. Nun haben wir ja viele Diskussionen gehabt, auch über das Thema Cannabis jetzt durch die Teillegalisierung. Da gibt es ja auch Analysen, die sagen, auch deswegen haben wir jetzt insbesondere in Nordrhein-Westfalen so große Probleme mit der Mokromafia. Also sehen Sie auch diesen Zusammenhang, dass diese Legalisierung eher noch dazu geführt hat, dass Deutschland noch attraktiver geworden ist für Mafiosi im Drogenbereich? Ja, absolut. Es gab ja im Vorfeld dieses Gesetzes eine große Anhörungsrunde, bei der auch die Deutsche Ärztekammer vertreten war, die Bundesärztekammer vertreten war, der Verband der deutschen Kinder- und Jugendärzte, das Deutsche Krebsforschungszentrum, natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden, und alle haben massiv vor dieser Legalisierung gewarnt. Aber alle Rufe sind verhallt, und das Gesetz hat letzten Endes die Auswirkungen bereits hervorgebracht, die absehbar waren. Es war ja nicht so, dass man hier in eine Glaskugel schauen muss, sondern man braucht bloß über die Ländergrenzen schauen und sehen, welche Auswirkungen das Gesetz hat oder die Legalisierung von Cannabis hat. In den USA beispielsweise sind in den Staaten, die eine Cannabis-Freigabe haben, ist der Cannabiskonsum um 20% gestiegen. Ganz wesentlich für äh, die Prävention für Konsum illegaler Drogen ist natürlich die Verfügbarkeit. Und was das Gesetz macht, es konterkariert dieses Thema, indem es die Verfügbarkeit erhöht, anstatt Also reduziert. Also Sie sagen auch, das war alles eher Wenn kontraproduktiv. Sie Nun haben den, wir im Beitrag intensiv auch geschaut auf das Thema Crack. Das kann man jetzt schon sehen und hat man ja auch oft beim massiven Drogenkonsum, denkt man an die USA, an diese Zombie-Straßen, wo eben vor allem Opfer von Fentanyl auch wirklich gar nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Droht uns so etwas auch noch hier in Deutschland? Crack ist nun mal ich sage das mal so, die schmutzige Variante der Luxusdroge Kokain. Ähm, Kokain hat ja mittlerweile eher weg vom Luxusstatus, einen sogar Allgemeinstatus erreicht, der die Gefährlichkeit in den Hintergrund drängt. Und da muss die Prävention wieder viel, viel stärker ansetzen und klar machen, dass Kokain äh, eine gefährliche, illegale Droge ist und kein Luxusgut. Was Sie mit den USA ansprechen, ist Fentanyl dadurch so stark geworden, dass es hier starke Verschreibungen von Opiaten gab in der regulären Medizin, die dann zu Abhängigkeiten geführt haben und letzten Endes die Mittelschicht, insbesondere Leute aus der Mittelschicht, dann abgerutscht sind in den Fentanylmarkt, um ihre Abhängigkeit durch die primär legal verschriebenen Opiate zu pflegen oder zu kompensieren. Ja, das sind schwierige Zustände und eben große Probleme, die Drogenkriminalität hierzulande einzudämmen. Herr Michelberger, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne, gerne.